Wir haben halt eine Selbsterfahrung gemacht, wo ich dann auf dem Zahnarztstuhl saß und er hat mich halt in diesen Trance-Zustand versetzt, hat mich sehr doll gekniffen und es hat sich sehr dumpf angefühlt. Ich habe das halt auch am eigenen Leibe selbst erfahren und ich war wirklich fasziniert. Hallo und schön, dass du zur Entspannung wirkt gefunden hast. Mein Name ist Carola Hoffmeister, ich bin Wissenschaftsjournalistin und ausgebildet in Hypnosetherapie. Und in diesem Format spreche ich mit Expertinnen und Experten über Hypnose, Schlaf und mentale Gesundheit. Die Erkenntnisse aus den Gesprächen lasse ich oftmals in meine Entspannungsreisen einfließen, sodass sie wissenschaftlich fundiert sind. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Norman von Sternberg, einem Zahnarzt aus Hamburg, der als Kiefer- und Gesichtschirurg immer wieder mit den härteren Fällen seines Fachs zu tun hat. Mit Menschen also, bei denen eine kleine OP ansteht, bei denen ein Zahn gezogen oder ein Implantat gesetzt werden muss zum Beispiel. Die schonende Implantologie ohne Schnitt und Naht ist übrigens auch Normans Spezialgebiet. Bei uns geht es jetzt aber um die Frage, inwiefern Hypnose in der zahnärztlichen Behandlung helfen kann. Spoiler, sie wirkt auch bei Zahnarztangst. Das belegen Studien, die ich dir unten verlinke. Deshalb haben Norman und ich eine Entspannungsreise gegen Zahnarztangst entwickelt, die du online hören kannst, entweder als Vorbereitung auf deinen nächsten Zahnarztbesuch oder sogar während einer Behandlung. Wenn du auch zu den Menschen gehörst, denen beim Gedanken an den nächsten Zahnarztbesuch etwas mulmig wird, wie mir, dann bist du zumindest nicht allein, sagt Norman. Im Grunde haben fast alle Angst vorm Zahnarzt und meistens, wenn sie in die Praxis reinkommen, am Behandlungsstuhl sitzen, sind sie erstmal sehr verspannt. Ich bin ja Kieferchirurg, das heißt, das ist schon was Größeres, was die bei mir haben. Entweder einen Zahn entfernen oder Wurzelspitzenresektion oder Implantat, Weisheitszahn, klingt alles nicht sehr schön. Nee. So, ne, was denen nicht bewusst ist, wie gut heutzutage die Betäubungsmittel wirken, was den Patienten nicht bewusst ist, dass, wenn das ein Profi macht, dass der Eingriff nur wenige Minuten dauert. Und es ist erstaunlich, wie erleichtert dann die Patienten nach dem Eingriff sind. Die haben nicht damit gerechnet, dass sie gar nichts spüren, haben nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Und ganz häufig sage ich, hat alles sehr gut geklappt, ist alles schon vorbei. Dann kommt ganz oft ein Daumen hoch, die sind dann sofort erleichtert. So, und jetzt müsste man gucken, wie kann man sozusagen vorher den Patienten schon die Angst nehmen, dass die Betäubungsmittel sicher und gut funktionieren. Bei einem Chirurgen, der das über 10 Mal am Tag anwendet. Viele gehen dann aber auch gar nicht erst zum Zahnarzt. Die Angst blockiert die so sehr, dass die dann vielleicht das so ein bisschen hinauszögern. Ja, das wird dann teilweise von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Also ich habe Patienten, die seit 20 Jahren nicht beim Zahnarzt waren und dann erst zu mir kommen, wenn sozusagen sichtbarer Zahn abgebrochen ist, dass man sich das nicht mehr verstecken kann. Mhm. Und viele brauchen dann schon mehrere Termine und die werden von Termin zu Termin wieder entspannter. Wenn man dann doch halt, um eine größere Behandlung zu machen, 10 Termine braucht. Die ersten 3 Termine haben sie sehr große Angst und ab dem 4. wird es fast Routine, wenn die dann alle 2 Wochen kommen müssen. Bei uns geht es ja um die Hypnosetherapie in der Zahnbehandlung. Wie kann Hypnose denn in diesem Zusammenhang zum Einsatz kommen? Ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich den Patienten betäuben wollte, habe ich immer gesagt, es tut jetzt ganz kurz weh. Dann konzentriert sich der Patient auf den Schmerz und es tut schon weh, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Im Hypnosekurs habe ich gelernt, ich soll sagen, es wird jetzt taub. Dann ist das Wort Schmerz weg. Mit taub kann der Patient was anfangen, das ist das Gegenteil von Schmerz. Und meistens, die Kanülen sind so fein, viele merken den Einstich gar nicht. Und die merken dann sofort das Taubheitsgefühl und sind völlig überrascht, dass sie gar nichts gemerkt haben. Und auch wenn es sozusagen dann kurz wie eine Mücke piekt, dann fühlt sich das ganz anders an, wenn es sofort taub wird und sich der Patient auf das Taubheitsgefühl konzentriert und nicht, wenn man ankündigt, es tut weh, es kommt jetzt ein Schmerz. Und das mache ich seitdem so und ich habe das Gefühl, dass dann doch die Patienten
dann das besser annehmen und sich dann sofort betäuben lassen, weil sie ja taub wird und nicht wehtut. Also es ist so eine kleine Sache, die du einfach in den Alltag einbauen kannst. Du kannst jetzt aber nicht hypnotherapeutisch richtig begleiten, also jemanden auf dem Zahnarztstuhl in die tiefen Entspannung begleiten. Also dafür ist ja dann auch gar nicht in dem Moment genügend Zeit sozusagen. Das ist leider so in meiner Praxisstruktur. Auch wenn ich es wollen würde, könnte ich es nicht umsetzen. Deswegen habe ich mit einem Therapeuten zusammengearbeitet, wo ich die Patienten zur Vorbereitung auf die Behandlung, die das gewünscht haben, die da größere Probleme hatten, hingeschickt. Und dann haben die sozusagen mit dem Hypnotherapeuten gemeinsam sich auf die Behandlung vorbereitet. Und die sind dann mit deutlich weniger Angst wiedergekommen zur Behandlung. Du hast dann schon die Rückmeldung bekommen, dass das auch einfach gewirkt hat. Ja. Und Hypnosetherapie in Zusammenhang mit Zahnarztbehandlung ist ganz gut erforscht. Da gibt es also verschiedene Studien, die das zeigen, dass dann die Ängste tatsächlich nachlassen. Also es gab zum Beispiel eine Studie von der Uniklinik Jena, die also vor allem so den Zusammenhang von Angst und Hypnose oder Angstminderung und Hypnose erforschen. Und da hat man zum Beispiel sehen können, dass unter Hypnosetherapie, dass das wirksamer war, als wenn die Menschen einfach grundsätzlich Entspannung genutzt haben oder Musik gehört haben. Das machen ja, glaube ich, auch einige auf dem Zahnarztstuhl. Das sind sehr viele Patienten, die mich fragen, ob sie während der OP Musik hören können. Ne? Ja. Und das hilft denen auch häufig. Genau, und der Studie zufolge soll hypnotherapeutische Tiefenentspannung noch hilfreicher sein als Musik. Das kann ich nur bestätigen. Also ich habe auch Patienten, die von sich aus sozusagen schon da Erfahrungen haben. Und ich habe jetzt gerade eine Ärztin in Erinnerung, die selbst auch Hypnosetherapie macht. Und die hat angekündigt, dass ich mich nicht wundern muss, wenn sie kurz nicht richtig ansprechbar ist, dass sie sich jetzt in Hypnose, in Trance selbst versetzt. Also man kann das erlernen und man kann sich sozusagen in einen Zustand bewegen, wo man weniger Schmerzempfinden hat einfach. Ja, also das ist ja auch tatsächlich so, dass es Studien gibt, die genau das zeigen. Also der Schmerz, das Signal ist halt gleich stark, das was im Gehirn ankommt, das Schmerzsignal, aber die Bewertung ist eine andere. Also die Wahrnehmung des Schmerzes ist geringer, wenn man in diesem Zustand der tiefen Entspannung ist. Ich habe das auch selbst erlebt, ne? Der Hypnotiseur, der meine Patienten vorbereitet hat auf die Behandlung. Wir haben halt eine Selbsterfahrung gemacht, wo ich dann auf dem Zahnarztstuhl saß und er hat mich halt in diesen Trance-Zustand versetzt, hat mich sehr doll gekniffen und es hat sich sehr dumpf angefühlt. Also ich habe das halt auch am eigenen Leibe selbst erfahren und ich war wirklich fasziniert. Und es ist ja so, dass man sich in der Hypnose, das kann man ja auch machen, wenn man auf dem Zahnarztstuhl sitzt, wegdenkt, also sich an einen Ruheort begibt, den man besonders gerne mag, zum Beispiel ans Meer oder irgendwo hin, wo man sich wohlfühlt, dass man eben dann seine Aufmerksamkeit nicht mehr auf den Zahnarztstuhl und die Situation lenkt, die gerade passiert, sondern dass man in Gedanken quasi irgendwo anders ist und sich dort umschaut. Das ist richtig, da sind doch einige Patienten, wo ich mitkriege, die das beherrschen, die sich viel besser sozusagen beruhigen, viel entspannter mitmachen. Dadurch geht dann der Eingriff auch schneller, ist für beide Seiten dann leichter. Ja, es gibt auch, ich glaube, in Belgien und in Frankreich werden auch richtig OPs unter Hypnose durchgeführt, also immer zusätzlich, ne? Also da wird dann lokal betäubt und dann ist dann ein Hypnotiseur auch noch in dem Moment dabei. Aber das heißt, man kann dann auf die Vollnarkose verzichten, was ja eben auch für manche, ich meine, es ist jetzt bei Zahnarztbehandlungen wahrscheinlich nicht so häufig, dass man die unter Vollnarkose durchführt, ne? Also es sind witzigerweise immer mehr Patienten, die einen Wunsch haben, eine Behandlung, die eigentlich auch ohne Narkose gehen würde, dann um gar nichts mitzukriegen. Also das ist halt, also ich habe regelmäßig bei mir einen Narkosearzt und also die Krankenkassen bezahlen das kaum noch, die Narkose. Das ist eine Wahlleistung, die doch immer häufiger, habe ich gemerkt, in Anspruch genommen wird. Was aber häufig so ein bisschen überdimensioniert ist für einen zahnärztlichen Eingriff. Ne, der viel elegantere Weg ist über die Hypnose, über eine Induktion, dass man sich selbst beruhigt oder vorher sich vorbereitet auf die Behandlung, vielleicht mit einem Arzt, der in Hypnose geschult ist. Ich denke, da ist das vielleicht das besser investierte Geld als in der Narkose. Du hast auch erzählt, dass viele
gerade so jüngere Leute, die eben das Problem mit den Weisheitszähnen haben, dass die Weisheitszähne gezogen werden müssen, dann auch große Ängste haben vor diesem Eingriff. Auf alle Fälle, und die sind meistens überrascht, dass sie nichts gemerkt haben, dass das so schnell ging und dass sie schon fertig sind. Und davor haben die halt teilweise wochenlang gelitten in der Angst vor dem Eingriff. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, immer das Problem, dass die Leute dann das auch hinauszögern, nicht zum Zahnarzt gehen, weil sie halt diese Angst haben, und dabei hilft ja dann unterm Strich nur der Gang zum Zahnarzt. Man kann sich ja nicht selber sozusagen helfen. Genau. Ja. Du selber hast eine Ausbildung gemacht in Hypnosetherapie? Also ich habe über die Ärztekammer, da diese klassische medizinische Hypnose, die Milton-Erickson-Methode, habe ich da ein Wochenendseminar gemacht, was ich super spannend fand. Da haben wir sozusagen Übungen gegenseitig gemacht, wir Ärzte, und habe das dann aber doch gemerkt, dass das als Chirurg sehr schwer in den Alltag einzubauen ist. Also wenn Patienten aufgeschlossen waren, und dann habe ich das halt, war ich erstmal begeistert die ersten Monate, habe das ein paar Mal versucht, aber wenn man das nicht jeden Tag macht, wie jetzt ein Profi, dann ist das schon nicht so simpel, jemanden auf diese Hypnosereise mitzunehmen, sodass ich dann mich umgeguckt hat, mit wem könnte ich zusammenarbeiten, und ich hatte im Stadtteil eine Straße weiter einen Heilpraktiker, der nur Hypnosetherapie jeden Tag angeboten hat, und ich habe dann angefangen, die Patienten dahin zu empfehlen. Die haben dann, also manche Patienten, die es wollten, haben dann in Vorbereitung auf die Behandlung, häufig reichten 1 bis 3 Termine bei ihm. Der hat dann ein bisschen andere als die Milton-Erickson-Methode, aber das ist ja, spielt ja auch keine Rolle. Aber ich habe dann teilweise sehr gutes Feedback gekriegt, dass sie dann nach den 1, 2, teilweise 3 Hypnosetherapien deutlich entspannter in die Behandlung reingegangen sind. Welche Rolle spielt die Hypnosetherapie jetzt in deinem Zahnarztalltag? Also keine große, außer so kleine sprachliche Interventionen quasi. Ja, da sind auch noch andere kleine Tricks, die manche, die einen Wirkreflex haben oder halt sich sträuben. Dann habe ich auch in der Schulung gelernt, dass ich dann sage, wackeln Sie mit den Füßen hin und her. Dann konzentrieren die sich auf die Füße, und dann kann man halt ganz schnell eine Behandlung durchführen, weil die abgelenkt sind. Wenn jemand sich komplett sozusagen auf den Mund konzentriert, dann ist die Abwehrhaltung größer, als wenn er mit den Füßen anfängt zu wackeln und sich dann kurzzeitig auf die Füße konzentriert. Das ist ein kleiner Trick zum Beispiel. Was rätst du denn Leuten, die Angst haben, davor zum Zahnarzt zu gehen? Das einfach machen wahrscheinlich. Ja, einfach machen, und jetzt wollen wir unser Gemeinschaftsprojekt. Genau, mein Stichwort, das ist unser Gemeinschaftsprojekt. Wir haben eine Entspannungsreise entwickelt, die bei Angst vor dem Zahnarztbesuch helfen kann und die dich ans Meer führt. Wir können es ja direkt mal ausprobieren. Hör einmal kurz hin. Ich spiele jetzt also Wellenrauschen ein. Stell dir vor, du bist am Strand. Es ist angenehm warm und eine Brise streicht über dich hinweg. Ja, vielleicht merkst du schon, dass du automatisch entspannst, einfach nur, wenn du das Wellenrauschen hörst. Und genauso ähnlich wird es auch in der Hypnose gegen Zahnarztangst sein, die Norm und ich für dich entwickelt haben. Man kann sie sowohl während der Behandlung hören, als auch abends zum Einschlafen. Das ist ein super Plan, also beides. Also einmal schon mal zur Vorbereitung, dann kann man das schon mal üben, und dann, viele Patienten fragen mich, ob sie Kopfhörer sich reinnehmen können, ich sage selbstverständlich, und dann können sie sich das abspielen dann während der Behandlung, und vorher können sie das schon üben, sich so ein bisschen in Trance zu versetzen und zu beruhigen. Genau, also man muss das ja auch ausprobieren, das ist ja nicht für jeden alles geeignet, ob es einem auch gefällt. Ich finde es gut. Ich werde das dann auch ausprobieren, wenn ich mal meine nächste Behandlung habe. Ich wurde letztes Jahr, Ende letzten Jahres am Rücken operiert, und das war auch eine Sache, die man hätte eher in Narkose gemacht. Ich wollte das aber
ohne Narkose haben und dann Vollnarkose. Ich habe auf die Vollnarkose verzichtet. Das war so grenzwertig. Also mein Chirurg hat gesagt, ne, das war so was Großes, hat er normalerweise nur unter Narkose gemacht. Aber ich war froh, dass ich das hinter mir mit der Lok gut betäubt. Ich habe nichts gemerkt und habe mich versucht sozusagen zu entspannen. Die meinten, sie haben mich selten so ruhig erlebt. Und ich war letztendlich froh, dass es schnell vorbei war. Auf der anderen Seite, ne, die Narkosen funktionieren auch gut. Nur da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, aber es hat auch ohne super geklappt. Aber bei einem kleinen zahnärztlichen Eingriff ist halt häufig eine Narkose überdimensioniert. Dann ist es vielleicht besser, vorher so eine Entspannungsübung zu machen und sich Kopfhörer reinzusetzen und das während der Behandlung sich vielleicht selbst zu beruhigen, weil es ja nach wenigen Minuten vorbei ist und die Vorbereitung der Narkose dauert deutlich länger. Und du wolltest die Vollnarkose nicht, weil du es einfach unangenehm findest, dann so weggeschossen zu sein? Ich wollte, dass am Freitag operiert werden und der Narkosearzt ist am Montag da und ich wollte nicht so lange ausfallen, deswegen. So pflichtbewusst, okay. Ja, die meisten Eingriffe in der Zahnmedizin kann man einfach in lokaler Betäubung machen und ne, die Narkose macht man meistens nur wegen den Ängsten, ne, auf Wunsch des Patienten und ne, deswegen wird das auch nicht meistens von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen und nur in ganz großen Ausnahmefällen, wenn man eine Überweisung vom Psychiater hat. Ne, aber wer will wegen der Zahnbehandlung eine psychiatrische Diagnose kriegen? So, ansonsten ist es, ne, insofern macht es durchaus Sinn, ne, sich vorzubereiten für einen kurzen Eingriff von 3 bis 10 Minuten, dass man das doch halt durch, ja, vielleicht deine Hilfe mit dem Podcast, den du veröffentlichen willst, ne, dass man sich das paar Mal anhört, während der Behandlung anhört. Ne, wenn das nicht klappt, kann man ja immer noch eine Narkose buchen. Ja, super. Dankeschön, lieber Norm, für das spannende Gespräch und die Zusammenarbeit bei der Entspannungshypnose. Und danke dir fürs Zuhören. Du findest die Hypnose gegen Zahnarztangst hier auf dem Podcast und auch bei Norman. Ich werde dir alles verlinken. Melde dich immer gerne, wenn du Fragen hast oder wenn du mit einem von uns beiden zusammenarbeiten möchtest. Lass gern auch ein Abo hier für diesen Podcast und eine 5-Sterne-Bewertung, sofern es dir gefallen hat. Und abonniere bitte auch meinen kostenfreien Newsletter, in dessen erster Mail sich immer ein kleines Willkommensgeschenk versteckt. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.